Yo Friends, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns dem Zhiyun Crane 3S. Und wie vielleicht einige mitbekommen haben, vor allem aus der Werbung, hat man gesehen, dass die da ganz schön rumflexen, dass das Teil eine Red halten soll. Und naja, das tut's. Herzlich willkommen an Tag 2. Ja, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen einen Eindruck von dem Gimbal und seinen Aufnahmen bekommen und ein bisschen Behind the Scenes vom gestrigen Tag gesehen. Uns ist allerdings aufgefallen, dass wir doch noch ein ganz schön starkes Wackeln im Bild hatten. Das ist zwar bei Gimbals eigentlich normal, allerdings doch nicht in dem Ausmaß, wie wir es gestern festgestellt haben. Deswegen haben wir das Ganze nochmal feinjustiert, ein paar Motorkalibrierungen gemacht und das Ganze nochmal so perfekt ausgebalanced, dass es eigentlich heute besser aussehen sollte. Wir drehen das ganze Ding auf der Red Gemini 5K mit einem Sigma 1835 mm und ihr kriegt das meiste Material von uns in 25 FPS und keine Slow-Mo zu sehen. Denn bei Gimbal-Aufnahmen finde ich es immer ein bisschen verwirrend, wenn man Slow-Mo-Material hat, weil das irgendwie das Endergebnis verfälscht. Man will ja wissen, wie verhält sich das Ding auch in ganz normalen Geschwindigkeiten. Deswegen gibt es das meiste ohne Slow-Mo. Der Zhiyun Crane 3S ist, glaube ich, der erste Gimbal oder der erste Handheld-Gimbal, der es schafft, Kameras mit dem Gewicht zu tragen. Der hält bis zu 6,5 Kilo aus und schafft tatsächlich das ganze Setup von Red mit V-Mount, Monitor und so einer Optik optimal zu halten und auszubalancieren. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Eindruck nach dem neuen Ausprobieren. Es scheint was gebracht zu haben, das Ding zu kalibrieren. Wer hätte es gedacht? Sieht alles wesentlich smoother aus und ja, ist trotzdem ganz schön schwer. Also man darf nicht unterschätzen, es hat zwar eine 6,5 Kilo Traglast, aber die 6,5 Kilo oder mehr müsst ihr halt auch tragen. Das ist auf jeden Fall für den Run-and-Gun-Bereich, wenn ihr viel in einer One-Man-Crew unterwegs seid oder mit wenig Leuten, dass ihr kein riesiges Gimbal mitnehmen könnt und viel unterschiedliche Shots macht, ist super. Also das ist sehr flexibel, kann man gut mitarbeiten. Bin bisher ein Fan. Das Teil ist ziemlich einfach auszubalancieren. Wenn ihr einmal ein Gimbal ausbalanciert habt, dann ist das genau das gleiche Prinzip. Es gibt die 3 Achsen, die ihr ausbalanciert und dann funktioniert das. Was man dem Ding zugute halten muss, ist, es hat solche Lockmechanismen für die Achsen, dass ihr die lose und feststellen könnt. Das hat ein Ronin S zum Beispiel nicht und dann wackeln die ganze Zeit die Teile gegeneinander und es ist voll schwer einzustellen. Und hier habt ihr halt voll den Vorteil, dass ihr jede Achse einzeln locken könnt. Die rasten dann ein und es wackelt nicht mehr rum. Das ist super nice, finde ich super cool und hilft enorm weiter, gerade wenn man irgendwie mal schnell was einstellen muss. klar, wir haben einen ganz guten Eindruck von dem Gimbal bekommen. Ich will jetzt noch kein Abschlussfazit
ziehen, weil dafür muss ich erstmal auf einen großen Screen gucken und schneiden etc. Wir sehen uns gleich bei mir in der üblichen Studio-Atmosphäre. Ich bin auf jeden Fall schon mal positiv angetan. Mehr dazu von Philipp aus der Zukunft. Vielen Dank an Annie und an Julia, die mit dem Video dabei waren, und vor allem an Erik, der die ganze Kamerawork gemacht hat. Wir sehen uns gleich. Let's go! Und da sind wir auch schon. Der Zhiyun Crane 3S. Was für ein cooler Gimbal. Ich muss zugeben, anfangs war ich wirklich extrem skeptisch, was diesen Gimbal angeht, denn ich wollte einfach nicht glauben, dass eine Red oder allgemeine Kamera von dem Kaliber auf ein Einhandgimbal passt. Das war bisher überhaupt nicht in meinem Kopf drin, dass das möglich ist, dass es möglich sein sollte und überhaupt funktioniert. Ich habe ihn ziemlich schnell bestellt, nachdem ich das Introduction-Video gesehen habe, weil ich so neugierig war, ob das wirklich funktioniert. Und dann habe ich es ausgepackt und ausprobiert und dachte mir nur so, wow, krass. Ich bin alles in allem sehr positiv überrascht von dem Gimbal. Der Crane 3S schafft es wirklich, die Red mit diesem Setup zu tragen und noch dazu ziemlich smoothe Bilder zu produzieren. Es ist flexibel, leicht auszubalancieren und hat hier so eine Lockmechanismen, um die Achsen zu locken. Das hat der Ronin S nicht und es hat mich immer so genervt, weil es die ganze Zeit rumwiggelt und man kann es nicht richtig transportieren und es ist da immer angeditscht. Der Ronin S ist schon total zerkratzt, da so neben dem Motor, weil es immer aufeinander ballert. Apropos zerkratzt. Eine Downside von dem Crane 3S ist natürlich die Verarbeitung, denn ihr bekommt für 900 € dieses Gimbal und das ist ein extrem günstiger Preis für das, was es leistet, und irgendwo muss da eingespart werden. Es ist zwar alles aus Metall verarbeitet und fühlt sich hochwertig an, wenn das allerdings mal irgendwo ganz leicht gegenditscht, hat die direkt Lack ab oder irgendwelche Macken. Wir haben den jetzt 2 Tage eingesetzt und nicht wirklich viel ist damit passiert und trotzdem hat er jetzt schon Kratzer und Macken. Das ist ziemlich schade, weil es dann irgendwie so, ich weiß nicht, das hat so einen leichten, billigen Touch, wenn es so schnell irgendwie zerkratzt. Noch eine Downside würde ich sagen, ist, dass ihr die Motoren nicht richtig einstellen könnt. Ihr könnt zwar die verschiedenen Stärkegrade des Motors einstellen, habt allerdings, soweit ich weiß und gefunden habe, keine Möglichkeiten, die irgendwie fein zu justieren, wie zum Beispiel bei DJI, wo ihr die Stiffness und die Smoothness und sowas von den Motoren einstellen könnt. Das habe ich bei Zhiyun bei dem Crane 3S jetzt noch nicht gefunden. Thema Gewicht ist natürlich auch wichtig. Das Ding ist schon ganz schön schwer. Das geht ordentlich auf die Arme und da müsste man auf jeden Fall krass pumpen gehen, damit man das für einen längeren Take halten kann. Ich habe es jetzt den ganzen Tag über ziemlich gut hingekriegt. So 2, 3, 4 Minuten schafft man das schon, aber für längere Takes wird es schon ganz schön schwer. Es gibt natürlich noch mehr, was man zu dem Gimbal sagen könnte und mehr, was man ausprobieren kann, aber wie ich schon gesagt habe, es ist gerade mal 2 Tage in meinem Besitz und ich habe mich noch nicht im Detail damit beschäftigt. Vielleicht kommt da ja später nochmal so ein Gesamtfazit-Video, wenn man da länger mitgearbeitet hat. Thema Stabilisierung ist natürlich das A und O bei einem Gimbal. Die Motoren machen, was sie sollen, die Stärke lässt sich unterschiedlich einstellen, ihr müsst aber unbedingt darauf achten, dass ihr die 6-Schritte-Kalibrierung macht. Das hatte ich im Video ja auch schon kurz angeschnitten. Am ersten Drehtag haben wir das Ding out of the box getestet, also nicht wirklich was kalibriert, nicht wirklich was eingestellt, einfach drauf los und geguckt, wie es performt. Der Schuss ging ein bisschen nach hinten los, denn das Gimbal hat bei schnelleren Bewegungen oder allgemein bei Schritten ziemlich hart gewackelt und war nicht richtig ausgebalanced. Ich habe mich abends nochmal hingesetzt, diese 6-Schritte-Kalibrierung durchgeführt, wo ihr das Gimbal hinlegen müsst auf verschiedene Art und Weisen, damit es quasi erkennt, was ist da für eine Kamera drauf, was für ein Gewicht, wie muss ich mich einstellen. Und am heutigen Tag, wo wir die nächsten Testshots gemacht haben, hat es schon wesentlich besser performt. Natürlich sind die typischen Micro-Shakes im Bild zu sehen, aber das ist bei Gimbals prinzipiell so, weil die Motoren natürlich gegenhalten und vor allem die vertikale Achse und eure Schritte alles nicht gefedert ist. Für die ersten Tage, wo ich damit jetzt ein bisschen gearbeitet und mich eingefuchst habe, kann ich allerdings nur sagen, dass ich ziemlich beeindruckt bin und mich freue, damit auch weitere Produktionen durchzuziehen. Wie findet ihr den Crane 3S? Hat euch unser Footage gefallen? Habt ihr irgendwas auszusetzen? Stört euch irgendwas an dem Gimbal? Oder seid ihr auch genauso positiv überrascht wie ich? Schreibt mir da gerne einen Kommentar, lasst uns drüber quatschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt einen coolen ersten Eindruck vom Zhiyun Crane 3S bekommen. Wenn ja, dann abonniert gerne meinen Kanal für weiteren Filmmaker-Content, lasst einen Daumen nach oben da und folgt mir vor allem auf Instagram, denn da verpasst ihr nie, was gerade so bei mir abgeht. Jetzt sage ich wie immer, every moment is unique, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!